Und hier, das ist jetzt von Wissenschaftlern, die Laboratorien haben, wo Speichel- und Serumtests durchgeführt werden. Any lab can do this if they do saliva tests. Jedes Labor, das Speicheltests durchführt, könnte das tun. Here is a study from England by Dr. Moore, published in 1996. He started the study in 1978, the same year I started studying of progesterone. Und hier ist eine Studie von Dr. Moore in England, der 1978 angefangen hat, an dieser Arbeit zur gleichen Zeit wie ich auch. He went to the top 3 hospitals in London and asked them that when they do surgery to remove a breast for breast cancer, that they keep some tissue for him to study later. Und hat also die 3 führenden Kliniken in London gebeten, dass wenn Brustkrebsoperationen gemacht werden, dass man dann das Gewebe für ihn aufbewahrt. So he waited 18 years. Hat dann 18 Jahre gewartet. And he looked up the women that were the worst cases. These were women who, when they removed their breast, they found the cancer had spread to the lymph nodes. Und also er fand die schlimmsten Fälle von diesem Krebs waren, wenn der Krebs sich bis zu den Lymphknoten ausgeweitet hatte. He found that if the tissue progesterone in the breast was low at the time of surgery, the survival rate was only about 32%. Und er hat entdeckt, dass wenn der Gewebespiegel von Progesteron bei diesem Frauen zum Zeitpunkt der Operation von Progesteron sehr niedrig war, dann war ihre Überlebenschance, wie die untere Linie es darstellt. But if by chance, when they had their surgery, like the second half of the cycle, when progesterone was there, then at 18 years, the survival rate was over 60%. Dann auf der anderen Seite, wenn die Operation durchgeführt wurde und der Progesteronspiegel hoch war im Gewebe, wie es zum Beispiel natürlicherweise der Fall ist im zweiten Teil des Zyklus, dann war die Überlebensrate sehr viel besser. Just by having the right amount of progesterone on the day of surgery caused you to have a 100% increase of survival 18 years later. Nur dadurch, dass man am Tag der Operation eine gute Gewebekonzentration von Progesteron vorweist, führt dazu, dass man 100% bessere Überlebenschance hat. There is no treatment for breast cancer that can beat that figure. Es gibt keine Behandlung für Brustkrebs, die diese Zahlen schlagen können. What I did in my practice in 1978, when I found people who had had breast cancer and had mammogram, I followed and kept their progesterone normal. Was ich gemacht habe in meiner Praxis seit 1978, dass wenn Frauen zu mir kamen mit Brustkrebs, dann habe ich mich darum gekümmert, dass ihr Progesteronspiegel hoch blieb, normal blieb. I did it by adding small doses. It's well absorbed through the skin, 100% absorbed through the skin, in small doses. And in my practice, I went 18 years and none of the patients died from breast cancer. Und in meiner Praxis habe ich so gemacht, dass ich kleine Dosen transdermal gegeben habe über die Haut. Und in meiner Praxis ist es so, dass in diesen 18 Jahren seither keine Frau an Brustkrebs gestorben ist. See, Dr. Moore is a research scientist, and he allowed them to not be given the progesterone. Dr. Moore ist ein Forschungswissenschaftler und er hat zugelassen, dass diese Frauen keine Behandlung bekamen für seine Untersuchung. I have to see the patient face to face. I want them to have the best treatment possible. Ich, der ich Frauen von Angesicht zu Angesicht treffe, möchte natürlich, dass sie die beste Behandlung bekommen, die möglich ist. And the patients all got better. Next one. Und den Patienten geht es allen besser. Okay, dass man also eine akkurate Aussage bekommt. This one I wanted to show you about tamoxifen. Tamoxifen is sold as an anti-estrogen hormone, which it is not. It's a very strong estrogen hormone that's totally synthetic, and in the uterus it causes cancer of the uterus.
But this shows. Tamoxifen wird verkauft als ein Antiöstrogen und das ist es nicht. Im Gegenteil, es ist ein stark wirkendes Östrogen auf die Gebärmutter und kann in der Gebärmutter zu Krebs führen. The US FDA, that's the Food and Drug Administration, decided on September 2nd not to allow Zeneca to market tamoxifen for prevention of breast cancer. They said there is no evidence that it works. Und in Amerika hat die FDA, das ist also die oberste Kontrollbehörde im Medikamentenbereich, entschieden am 2. September, dass die Firma Zeneca nicht das Tamoxifen vermarkten darf und behaupten darf, dass es Brustkrebs verhindert. So the company was told that they couldn't claim that tamoxifen works. Der Firma wurde also gesagt, sie dürften nicht behaupten, dass Tamoxifen funktioniert. But the regulation had a hole in it. Die Regulierung hatte aber ein Loch. It didn't stop other people making the claim. So the company bought other doctors to make the claim and not the company. Und das war insofern, dass nur der Firma verboten wurde, diese Behauptung aufzustellen, aber andere durften es behaupten, so zum Beispiel Ärzte. Die Firma kaufte also dann Ärzte, die diese Behauptung weiter verbreitet haben. And none of this made news in the United States. I had to find out by reading Lancet from London. Und das konnte man nirgends in den Nachrichten in Amerika finden. Das ist mir aufgefallen, dadurch, dass ich den Lancet in London gelesen habe. Next one. 1998. Yes. 5 years ago. 5 years ago. Nobody has heard about it, and they still are advertising. And look, this was the 10-year study. This was the Italian study. These were women who came from families where they had a high risk of breast cancer. And half of them were giving placebo, half tamoxifen, and as the years went by, the incidence of breast cancer was the same. A little bit more. Yeah, a little bit more, right. And the next one. Hier eine Studie, die an Frauen, die aus Familien stammen mit hohen Brustkrebsraten durchgeführt wurde, die Hälfte Placebo, die Hälfte Tamoxifen, und man sieht, dass das Ergebnis ungefähr gleich ist. Mit Tamoxifen sogar etwas höher, die Brustkrebsrate. Right. And the next one is a study from England. It was only 6 years, and there is no difference. Und hier noch eine Studie aus England über 6 Jahre und da genauso. You saw the slide. You saw the slide from Dr. Moore in Paris. No, I'm sorry, London. In London, his patients. That he followed for 18 years. They had been found to have breast cancer with metastases already. And it shows how the benefit by adding progesterone, these women had a double, their survival was twice as good as the others. And in my practice, I gave it to any woman who had a past history of breast cancer. Also wir haben vorhin die Dias angeschaut von dem Arzt in London, der diese Untersuchung gemacht hat, und da wurde Progesteron ja gegeben an Frauen, wo Brustkrebs schon ausgebrochen war und Metastasen gebildet hatte, und das hat sich sehr verbessert. Progesteron alleine oder auch noch zusätzlich Progesteron alleine oder auch zusätzlich noch Chemotherapie, Radiotherapie. Chemotherapie. I believe that women are very intuitive about their own body. Ich gehe jetzt davon aus, dass Frauen sehr intuitiv sind, was ihren eigenen Körper betrifft. I told them that in my studies I could find no benefit of chemotherapy. Ich könnte Ihnen jetzt sagen, in meinen Studien habe ich keinen Nutzen von Chemotherapie gefunden. I could find no evidence that X-ray therapy helped. Und auch kein Beleg dafür, dass Röntgenstrahlen irgendwie von Nutzen sein können. The rate for heart attacks in women goes up 25% if you have radiation therapy to your chest, because it goes through the chest, it hurts the heart. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Risiko für Herzkrankheiten um 25% steigt, wenn man Strahlentherapie bekommt, weil die über die Brust zum Herzen dann weitergeht. Doctors are taught to prescribe tamoxifen. Ärzten wird